Servus Fotofreunde! Nachdem wir jetzt im letzten Video schon den Unterschied zwischen der 7.4 und der 7R4 angesehen haben, mache ich jetzt in diesem Video noch ein kleines Tutorial, was ihr für Einstellungen bei eurer neuen 7.4 vornehmen könnt im Menü. Und ich werde nicht auf alle Punkte eingehen, aber auf die wichtigsten und vielleicht noch ein, zwei Tipps, die ich habe im Menü, worauf man achten sollte. Viel Spaß dabei! Fangen wir mal mit den normalen Aufnahmeeinstellungen an. Als erstes könnt ihr oben JPEG auswählen oder das neue HEIFF-Format. Und RAW und JPEG würde ich euch empfehlen, denn Lightroom erkennt im Moment auch das RAW-File noch nicht, deswegen auf jeden Fall RAW und JPEG hier auswählen. Den größtmöglichen Bildausschnitt habt ihr mit 3:2. Bei RAW ist es egal, was man hier einstellt, aber fürs JPEG würde ich 3:2 wählen. Im nächsten Menüpunkt kannst du grundlegende Aufnahmeoptionen einstellen. Da empfehle ich dieses XAVC HD-Format. Denn dann kannst du 100p Aufnahmebildfrequenz und auch Aufnahmeeinstellung 100M einstellen. Langzeitbelichtungsrauschminderung würde ich auf Aus lassen, denn das braucht dann einfach relativ viel Zeit ansonsten bei der Nachbearbeitung. Im nächsten Menüpunkt Nummer 2 Medien könnt ihr unter Formatieren eine neue Karte formatieren oder auch wenn ihr alle Bilder löschen möchtet. Dort kann auch eingestellt werden, auf welchen Karten wie gespeichert werden soll. Unter Dateiordner habe ich noch einen Tipp für euch, und zwar könnt ihr dort DSC in euren Kamera umändern, um immer gleich zu wissen, welche Kamera ihr benutzt habt und keine Doppelungen auf dem PC zu bekommen. Außerdem findet ihr hier den Punkt für die Urheberrechtsinfos und dort kannst du deinen Namen oder deine Firma eintragen und so wird auf jedem Bild diese Information gespeichert. In meinem Fall ist das jetzt mein Name, Janina oder janinafischerfoto.com. Auf USB-Bildfolgemodus möchte ich erstmal nicht eingehen. Was noch interessant ist, ist der lautlose Verschluss. Und zwar kannst du dort einstellen, was du, wenn du diesen Lautlosmodus auf eingibst, hier alles genau hast. Es werden dann keine elektronischen Töne erzeugt. Ein weiterer wichtiger Punkt hat sich da noch versteckt, und zwar Auslösen ohne Karte. Das ist standardmäßig auf Aktivieren gelassen und da müsst ihr auf jeden Fall Auslösen ohne Objektiv könnt ihr auf Aktiviert lassen, aber Auslösen ohne Karte muss auf jeden Fall auf Deaktivieren sein, ansonsten denkst du, du speicherst die Bilder auf der Karte, aber hast gar keine Karte drin. Wenn du den Menüpunkt für die Gitterlinien suchst, findest du den unter 10 Aufnahmeanzeige Gitterlinienanzeige auf ein. Und da kannst du dann auch noch einstellen, welches Raster du gerne haben möchtest. Ich bevorzuge 3x3 Raster. Das Menü ändert sich, wenn du oben diesen kleinen Switch von Foto auf Video umschaltest. Dann hast du die Optionen für die Videografie und hier habe ich auch noch einen kleinen Tipp für dich. Und zwar, wenn du auf Benutzeranzeige bei Aufnehmen auf Eingehst, dann siehst du einen roten Rahmen, sobald du die Aufnahme startest. Und das ist doch ganz praktisch, wenn man wirklich direkt erkennen möchte, ob man die Videoaufnahme gestartet hat oder nicht. Hier siehst du jetzt nochmal diesen roten Rahmen rundherum und kannst eben direkt sehen, ob deine Filmaufnahme gestartet ist oder nicht. Ansonsten würdest du nur das Record-Zeichen unten sehen und nicht sofort vielleicht erkennen, dass die Aufnahme tatsächlich gestartet ist. Standardmäßig wird dir nicht das Bild angezeigt, wenn du eins gemacht hast, und das findest du unter ganz unten 7 Bildkontrolle und dort kannst du deine Zeit wählen zwischen 2 und 10 Sekunden, wie lange dir das Bild angezeigt werden soll.
Unter dem 6. Menüpunkt findest du die Dynamikbereich-Optimierung. Diese ist vor allem dann wichtig, wenn du mit JPEG fotografierst und auch für die Anzeige auf deinem Bildschirm, denn dann wird dir dein Bild direkt vom Dynamikbereich her optimiert. Für dein RAW ist das egal, da kannst du dich einfach mal durchklicken, da gibt es unten 5 Varianten oder die Auto-Variante. Das ist eigentlich wieder individuell, was du da gerne haben möchtest. Dann gibt es die kreativen Looks. Da kannst du dich auch einfach mal durchklicken. Da möchte ich jetzt nicht auf alle eingehen. Da gibt es auch Schwarz-Weiß und Porträt und Sepia und so weiter. Also da kann man auch weitere Einstellungen für einen direkten Look auf deinem Bild kreieren. Außerdem hast du Fotoprofile. Davon ist jetzt zum Beispiel Fotoprofil 11 der cinematische Effekt. Und beim Softskin-Effekt kannst du, wenn du unten drauf klickst, auch nochmal zwischen Low, Medium und High wählen. Dann möchte ich noch kurz was zum 3. Menüpunkt Autofokus, manuellen Fokus sagen. Da ist oft sozusagen die Frage, welche Einstellungen muss ich denn da eigentlich genau nehmen. Da gehen wir jetzt gleich hier nochmal rein nach der Zebra-Anzeige. Und hier findet ihr das Feld unter 1, Fokusmodus, Nachführ Autofokus, den kann man so einstellen. Und dann aber weiter unten nochmal die Autofokus Verfolgungsempfindlichkeit. Und da ist es so, wenn ihr eine geringere Zahl wählt, dann ist es eher verriegelt. Und verriegelt heißt, dass auch wenn ihr zum Beispiel einen Vogel fokussiert habt und der hinter einem Baum vorbeifliegt, dass er dann trotzdem auf dem Vogel bleibt. Bei schnellen Wechseln solltet ihr eher eine hohe Zahl wählen. Unter Fokus, Fokusfeld hat sich noch ein kleiner Punkt versteckt, und zwar Zirkulation des Fokuspunktes. Zirkulation des Fokuspunktes heißt, dass der Fokuspunkt, wenn ihr ihn verschiebt, ganz an den rechten Rand nach links springt und von links wieder weiter wandert, wenn ihr nach rechts gedrückt haltet. Und das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Ich mache das auf Zirkulieren, denn dann kann man doch mal schneller den Fokus verändern, wobei man ja jetzt auch einfach drauf tippen kann und somit auch eine schnelle Änderung des Fokuses hat. Jetzt zeige ich dir, wo du deine Knöpfe und dein Wahlrad selbst belegen kannst. Das findest du unter Einstellungen, Bedienungsanpassungen, Benutzer-Key-Einstellungen. Und hier kannst du auf der linken Seite dich von oben nach unten durchklicken und siehst dann rechts, welche Knöpfe du belegen kannst und was dabei auf diesen Knöpfen schon gelegt ist. Auf deinen Objektivpunkt kannst du zum Beispiel den Gesichtsaugen-Motiverkennungswechsel, schwieriges Wort, legen und dann kannst du dort einfach ganz leicht umschalten. Außerdem kannst du dein Wählrad hier unten im Menüpunkt 3 wechseln und dann hier unter den verschiedenen Punkten wählen, was du auf deinem Rädchen haben möchtest. Auch links kannst du nochmal weitere Menüpunkte oder Untermenüpunkte finden. Ein Problem ist mit der 7.4 aufgetaucht, und zwar, dass sich die Kamera zweimal abgeschalten hat wegen Überhitzungsproblemen. Das ist bei anderen auch schon vorgekommen und zeige ich euch hier einmal. Jetzt kommt noch ein praktischer Geheimtipp von mir, und zwar unter Wiedergabeoptionen kannst du dir unter Fokusrahmenanzeige auf Einstellen und dann siehst du, wenn du deine Bilder anschaust, wo genau der Fokus liegt, also ob der Fokus auf dem Auge lag oder irgendwo anders, und so kannst du dein Bild direkt auf die Schärfe überprüfen. Es gab wohl den Wunsch, dass man sich die Fokusrahmenfarbe, also den Fokuspunkt, den man ja sieht, wenn man fokussiert, dass man sich da die Farbe ändern kann. Und das kann man jetzt hier unter Fokus, Fokusfeld und dann auf Fokusrahmenfarbe. Und wenn man auf diesen Menüpunkt klickt, kann man zwischen Rot und Weiß auswählen. In meinem Fall würde ich lieber Weiß nehmen, denn Rot war für mich doch zu extrem und deswegen tendiere ich bei der weißen Farbe zu bleiben.
Dort zeige ich dir jetzt in diesem Menü auch nochmal, wo du die Fokuskarte anstellen kannst. Das geht wieder auch unter dem Fokusmenü, dann Fokusassistent und Fokuskarte. Dort kannst du dann wählen zwischen Ein- und Aus. Und noch ein kleiner Tipp, wenn du auf das Papierkorb-Symbol klickst, kannst du immer eine kleine Information zu den verschiedenen Unterpunkten finden. Die Fokuskarte hat dann die gewohnten Einstellungen mit der blauen Ebene hinter der schärfen Ebene und der roten Ebene vor der schärfen Ebene. Aber das ist eben, wie gesagt, etwas Geschmackssache, ob einem das nicht zu wildes Gekrissel auf dem Bildschirm ist. Dann zeige ich dir noch mal kurz, wo du den Gesichtsaugenautofokus zwischen Mensch und Tier umschalten kannst, beziehungsweise Vogel. Das geht unter Fokus und dann dieser Gesichtsaugenmotiverkennung. Dort kannst du von Hand umschalten oder du programmierst es dir, wie eben schon gesehen, auf einen der Knöpfe und kannst dann dort direkt umschalten. Wenn du Vögel nie fotografierst, dann kannst du eins weiter unten einstellen, welche du überhaupt sehen möchtest und könntest dann hier einen beliebigen abwählen und auf OK klicken. Möchtest du nur ein gewisses Auge scharf haben, kannst du dort auch manuell das rechte oder das linke Auge auswählen und die Kamera versucht dann, dieses Auge scharf zu stellen. Unter Kantenanhebungsanzeige findest du noch weitere Farben, wie zum Beispiel Rot, Gelb, Blau und Weiß. Und da kannst du einfach mal ein bisschen durchprobieren, welche Farbe du gerne hast. Vielleicht hast auch du schon von der Option gehört, dass sich der Verschluss schließt, wenn du dein Objektiv wechselst. Dies dauert zwar etwas lang und ist standardmäßig auf ausgeschaltet, aber im Menüpunkt Einstellungen ganz unten 12 Einstellungsoptionen findest du den Verschluss wenn aus Knopf und diesen möchtest du auf Einschalten, wenn du willst, dass deine Klappe vorne, dein Verschluss geschlossen wird, wenn du dein Objektiv wechselst. Dieser ist relativ empfindlich und sollte nicht berührt werden und auch nicht in die knalle Sonne gestellt werden. Darauf wird auch hier direkt nochmal hingewiesen. Wenn du den Sensor reinigen möchtest, solltest du auf Sensorreinigung und Eingabe klicken, dann schaltet sich die Kamera aus und führt eine manuelle Reinigung durch. Ich hoffe, in meinem Video war der ein oder andere Tipp für dich dabei und du konntest noch was mitnehmen. Falls ich noch was vergessen habe, was du als sehr wichtig erachtest, schreib es doch gerne in die Kommentare, dann können es die anderen auch lesen. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Bis zum nächsten Mal, deine Janina.